Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Heute das Mandarin Oriental in Shenzhen, vielleicht das spektakulärste Hotel in ganz China. Und damit herzlich willkommen aus Shenzhen. Ich bin im chinesischen Silicon Valley, der absoluten Tech-Megacity. Über mir fliegen gerade Drohnen, da laufen Roboter. Also da fliegt wirklich eine Drohne, das mit den Robotern war jetzt Spaß, aber hier laufen wirklich manchmal Roboter rum. Darum geht es in diesem Video jetzt heute erstmal nicht. Es kommt allerdings auch noch ein Video über Shenzhen als Stadt. Ich weiß nicht, ob es schon online ist oder noch online kommen wird. Hinter mir seht ihr auf jeden Fall das Mandarin Oriental hier in der Stadt. Und ich würde mal behaupten, das ist vermutlich das beste Hotel in ganz China. Die haben 2022 eröffnet und da gibt es einiges Cooles zu entdecken. Auch ganz lustig, Jonas, mit dem ich ja schon ein paar Videos gemacht habe, der Typ, der im Hotel wohnt, den ihr aus dem Video vielleicht kennt, der hat mich hier besucht und kam gestern Abend an. Wir sind eben zusammen eingecheckt, das skippen wir jetzt mal hin, weil er sagte auch, das ist vermutlich das beste Hotel, wo er je war. Deswegen bin ich gespannt und freue mich, euch das jetzt mal zu zeigen. Wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wir gehen mal rein in den Laden. Hier unten ist der Eingang und die Zimmer sind auch alle hier in dem Komplex. Was genau ist denn hier? So Konferenz nur. Ach so, okay. So Leute, schaut mal, wer mich hier besucht hat. Den kennt ihr doch mittlerweile, oder? Hallo. Warum bist denn du jetzt hier? Ich wollte Alex hier das Mandarin zeigen in Shenzhen. Warum? Ach so, Entschuldigung, ich darf dich ja nicht so oft unterbrechen. Nee. Erzähl erst mal. Eine Woche nachdem du bei mir zu Hause warst in Luzern, war ich hier in China, im Mandarin in Shenzhen und ich war begeistert. Also wirklich Top 3 Hotels der Welt, wo ich jemals war. Und da habe ich gesagt, Alex, du musst herkommen. Und dann bin ich jetzt hergeflogen, um es ihm zu zeigen. Und jetzt sind wir hier in der Nacht. Und ja, mal schauen. Ja, Jonas ist mich jetzt hier besuchen gekommen noch für die letzte Woche in China. Also wir sind ja noch in Shanghai danach. Aber in erster Linie ist er mir jetzt hierhin gefolgt fürs Mandarin, das beste Hotel der Welt, deiner Meinung nach? Ja, auf jeden Fall Top 3. Na gut, warum? Alles, das sieht aus, wie ob es mit Photoshop gemacht ist. Also als ich die Fotos gesehen habe, dachte ich, es ist alles fake, aber es ist alles echt, weil ich war ja schon da. Der Service ist mega, einfach geisteskrank, ihr werdet es ja gleich sehen. Schauen wir uns den Bums mal an. Freie Zeit im Taxi nutze ich dann oft, um meine millionenschweren Finanzen zu checken. Der eine oder andere von euch hat es sicherlich mitbekommen, seit 2020 nutze ich dafür mittlerweile Trade Republic. Sicherlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Geld, was ich über habe ich da Monat für Monat immer reingesteckt, mit dem Ziel, langfristig zu investieren. Das war auch mein Hauptgrund, warum ich Trade Republic damals angefangen habe zu nutzen, aber es hat noch jede Menge weitere Vorteile, denn seien wir doch mal ehrlich, die meisten Menschen bekommen doch von ihrer Bank recht wenig zurück. Für alles mögliche fallen Gebühren an und dein Geld liegt da halt einfach. Trade Republic möchte, dass dein Geld für dich arbeitet. Wenn du zum Beispiel dein Gehalt jeden Monat auf dein Trade Republic Konto legst, anstatt auf dein normales Konto, bekommst du 2% Zinsen auf dein Guthaben, monatlich ausbezahlt. Wenn du es ausgibst, gibt es 1% zurück auf Kartenzahlungen, gezahlt von Trade Republic. Falls du Kinder hast, macht das Kinderdepot sicherlich viel Sinn. Mit deiner Trade Republic Debitkarte kannst du ab 100 € überall auf der Welt kostenlos Bargeld abheben, ohne versteckte Gebühren und du kannst dein Geld, wie ich es halt schon gesagt habe, schön entspannt langfristig anlegen. Da steht dir die Welt offen, jede Menge ETFs, so wie ich das auch tue. Einmal hatte ich ein kleines Problem und zwar habe ich ein neues Handy bekommen, habe alles rübergezogen, kam dann nicht mehr in mein Trade Republic Konto rein. Dann musste ich den Support kontaktieren, das hat ein bisschen gedauert. Jetzt gibt es allerdings auch rund um die Uhr 7 Tage die Woche einen kostenlosen Telefonservice oder Live-Chat für alle Trade Republic Kunden. Man muss sich also um nichts mehr Sorgen machen. Mach es wie über 10 Millionen Menschen bereits weltweit. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Trade Republic ist der Place to be und wir placen jetzt zurück nach China. Boah Leute, hier, schaut mal, das ist das Hotel, Jonas, ne? Ja. Das ist nur die Einfahrt des Viereck. Das hier vorne? Ja, die Lobby ist dann im 78. Stock. Sieht wirklich aus wie AI. So ein bisschen. Oh, erste deutsche Automarke, die ich hier sehe. Also die zumindest einen Store haben, sonst siehst du nur Xiaomi. Porsche, das ist deutsche Qualität, nix hier Xiaomi. Die klauen uns die ganzen Autos weg. Die sehen alle aus wie Porsche, aber steht Xiaomi drauf. Leute, hier haben wir's. Mandarin Oriental. Ja, Jonas Freunde. Hi! Das Mandarin Oriental in Shenzhen ist ein relativ neues Ultra-Luxus-Hotel, das im Jahr 2022 eröffnet hat. Es liegt in einem 380 Meter hohen Wolkenkratzer im Fujian District und ist vermutlich das exklusivste Haus der Stadt. Das MO verfügt über 178 Zimmer und Suiten, die für ein Stadthotel außergewöhnlich groß sind, gehen ab 56 Quadratmeter los. Alle mit bodentiefen Fenstern und spektakulärem Skyline-Blick. Kulinarisch ist es auch stark aufgestellt. Es gibt 8 verschiedene Restaurants, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Ich habe eine tolle Hoteltour
bekommen. China bietet natürlich, wie ihr auch schon gesehen habt, jede Menge coole und spektakuläre Hotels. Dieses MO in Shenzhen hat aber sogar eine Double 5-Star-Auszeichnung vom Forbes Travel Guide erhalten. Was man auch immer davon halten mag, aber gut wird's sicherlich. Wir gehen rein, viel Spaß. Hier vor mir seht ihr Jason, der arbeitet im Mandarin und hat sich wirklich bestens um uns gekümmert. Wir haben auch direkt mal reingestartet mit einer Hoteltour, da hat er wirklich vieles gezeigt. Einiges habe ich mitgefilmt und damit fangen wir mal an. Roomtour und so weiter gibt's dann ein bisschen später. Also Leute, das ist hier Jason, you're the hotel manager, right? Assistant Front Office Assistant Front Office Manager, was auch immer. Auf jeden Fall zeigt er uns jetzt hier mal ein paar versteckte Ecken. Where are we going now? We are going to the helipad on the 80th floor, on the top of this building. So many people are coming by helicopters to this hotel? Not so often, but for the valuable guests. Okay. Mit Jonas Nagel kriegst du immer die besten Einblicke. Also ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich ganz oben drauf. Alter. Okay, that's crazy. Wow, but where's the helicopter? No, I'm just joking. Ich war noch nie auf einem Helikopterlandeplatz auf einem Tower oder irgendwo auf der Welt. Also so einen Einblick zu bekommen ist, glaube ich, nicht normal. Das ist schon cool. Natürlich, wenn man jetzt Helikopter bucht, dann musst du ja hier hoch, aber haben wir ja nicht. Skyline von Shenzhen. Hier blinkt es auch richtig. Es gibt ja halt wirklich Leute, die fliegen dann wahrscheinlich zum Flughafen, haben dann das Hotel gebucht und fliegen dann vom Flughafen mit dem Helikopter hier hin, landen dann hier und gehen auf ihr Zimmer. Also das ist ja absolut verrückt. Also dafür ist das Ding ja wahrscheinlich da. 380 meters high. 380 Meter. Ah ja, okay. We're fourth highest building in the Shenzhen, in the city. And the hotel we just stayed over there, so Richie's, this is the second highest building. And this is the first highest building in the city. And also second highest building in China. This one? Yeah, it has a 599.8 meter high, so quite high. And the first high in Shanghai, the J Hotel. I've been there, yes, 3 days ago. Oh, really? To J Hotel, yeah. Nice. Also, Was cool, nice but the rooms are better here in the Mandarin, I would Thank say. Yes. Helikopter kommt jetzt doch. Nee, Spaß. Also Leute, das muss man sich mal vorstellen. Wir waren einfach mal so lockerlässig auf 380 Metern. Das höchste Gebäude in Deutschland ist der Commerzbank Tower in Frankfurt. Der ist 259 Meter hoch. Also waren wir nochmal 120 Meter höher und es ist ja nicht mal also längst nicht das höchste oder eines der höchsten Gebäude in China. Und gerade Shenzhen hat ja auch einige Gebäude, die noch höher bzw. ähnlich hoch sind. Also diese Relation ist schon andere Welt. Das hier ist das größte Restaurant hier. Weiter ging es mit einer Tour durch alle möglichen Restaurants. Insgesamt gibt es hier 8 Stück, also schon eine Menge. Darunter gehobene kantonesische Küche, ein asiatisches Café mit Live-Cooking, spanische Küche und Tapas, japanische Küche, aber auch ein französisches Fine-Dining-Restaurant, Cake Shop, eine Bar mit Essen und so weiter und so fort. Konnte ich jetzt nicht alles austesten. Guck mal, wie voll, ey. Ich lach mich kaputt, ey. Da sind ja, ganz Deutschland läuft da einmal unten lang. And why are there so many people? Because we have the most important flavor expression here. Hallo. Hallo. Ah, Deutsch? Ja. Ah, cool. Kommen Sie aus Deutschland? Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Warum können Sie Deutsch? Weil ich nach meinem Bachelorstudium studiere ich Germanistik. Und danach studiere ich Hotelmanagement. Wow, cool. Danke. Eigentlich habe ich lange nicht geübt. Ja, War aber doch sehr gut. super. Super. Vielen Dank. Cool. Ich wünschte, ich könnte auch so gut Chinesisch. Aber sehr schwer. Alles sehr detailreich. Ja, und so hohe Decken und... So, jetzt kommt hier Jonas Lieblingsrestaurant im Shenzhen Mandarin. So, this is a Chinese restaurant or? It's a French restaurant. French restaurant, okay. We have a chef to go here. Where's the German restaurant? You don't have Schnitzel? So far we don't have it. Why not? Auf unserer Tour haben wir dann aus Versehen noch eine Hochzeit gecrashed und sind zu guter Letzt im Spa-Bereich gelandet und da war ich wirklich richtig geflasht. Passt mal auf. Ach guck mal, hier ist ja sogar was los. Tennis, links, rechts, 1, 2, 3. Und zack, Vorhand, und Rückhand. Das ist schon cool. Das ist mein Gym. Ja. Very nice Gym. Eigentlich müsste ich heute wieder nämlich ran, aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Noch so viel auf meiner Agenda. Du hast da hinten ja eine richtige Freihandelecke. Was macht der hier rechts, der Kollege? Oh, das ist schon krass. It's better than my fitness studio at home. Oh really? Maybe, yeah. Stay here. It's good for taking video right now. Boah, Hier mal kurz die Deckenhöhe. Alter. You can record from the outside. Hello. Junge, was ist das denn für ein Pool? Der ist 30 Meter hoch hier, also bis zur Decke. Wir sind im 68. Stock. Überlegt mal, wie viele Zimmer man hätte hier reinpacken können. Also nicht im Keller oder so. So, ich habe jetzt endlich mal Zeit gefunden, euch die Roomtour drehen zu können. Wir sind hier auf der 75. Etage. Und mein Zimmer ist hier vorne um die Ecke. So sieht es hier aus, designtechnisch.
Sehr, sehr schön, ne? Also ich glaube, das sind bis jetzt, okay, das Waldorf in Shanghai war auch klasse, aber die schönsten Hotelflure in China für mich. Und hier geht's rein, 752. Und schaut mal hier, Leute, meine Room Keys. Da stehen einfach meine Initialien drauf. Braucht kein Mensch, aber ist natürlich eine nette Geste und cooles Andenken. Ich weiß jetzt nicht, ob das jeder kriegt. Vielleicht auch wieder ein bisschen, wir haben ja gestern die Hoteltour bekommen, deswegen, also wir sind 2 Tage insgesamt oder 2 Nächte hier und danach war es gestern auch schon dunkel, deswegen mache ich die Roomtour erst heute. Also der eine Hotelmanager weiß ja, dass ich ein Video mache, vielleicht habe ich deswegen auch richtig, keine Ahnung. Und jetzt schauen wir uns das Zimmer mal an. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, das Zimmer gefällt mir noch einen Ticken besser als das Zimmer im Waldorf. Es ist wirklich wunderschön. Und gerade in den neueren Mandarin-Hotels sind die Zimmer immer absolute Endstufe. Das ist nicht die unterste Zimmerkategorie, ich glaube die zweitunterste. Ich blende euch das hier mal ein, wie genau das Zimmer heißt und wie viel Quadratmeter es hat, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe es zwar bezahlt, aber nicht gebucht. Also Jonas hat das gebucht, deswegen muss ich den gleich mal fragen. Hinter mir ist die Eingangstür und so sieht es aus, wenn man hier reinkommt. Erstmal hast du hier zur Linken so einen kleinen begehbaren Kleiderschrank. Da liegt natürlich wie immer mein Koffer. Dann hast du hier ein paar Schränke. Ich glaube, da ist jetzt nicht so viel drin. Was ist das denn? Schuh mit. Eine Decke, Bügeleisen, ja, auf jeden Fall ganz nett. Hier noch eine Gymmatte mit Mandarin-Logo. Das Logo finde ich auch schön eigentlich. Vor allem das hängt ja dann auch immer vor den Hotels meistens und auch hier unten. Ja, sieht schon toll aus, wenn das dann so leuchtet. Hier haben wir die Bademäntel. Auch hier wieder mit dem Logo. Einen werde ich jetzt gleich auch anziehen, weil es für mich zum Planschen geht. Den Pool haben wir ja gestern schon gesehen bei der Hoteltour, aber da muss ich auf jeden Fall einmal reinspringen. Hier vorne, komm, dann haben wir das auch direkt abgehakt, die Toilette. Ist jetzt keine Suite oder so, das ist ein normales Zimmer, auch wenn es vielleicht so ein bisschen so rüberkommt. Ist auch recht groß, also wir haben hier bestimmt mindestens 55 Quadratmeter, würde ich mal sagen, eher sogar 60. Das ist krass, ne? Hier ist einfach echtes Moos. Guck mal, das kann ich, also ich lasse das jetzt mal so, aber das ist nicht fake, das ist echt. Ja, also warum nicht? Und Klopapier ist hier sogar nochmal extra eingepackt. Also hier ist Klopapier drin. Ich dachte erst, was ist das denn? Auch wirklich sehr, sehr besonderes Klopapier. Das ist Königsklopapier. Und hier hast du dann die absolut modernen Dinger. Alles hier digital, ne? Massage, Spiral, Dryer, Flush. Ich habe sowas jetzt schon so oft gesehen, aber ich habe mich noch nie getraut, es zu benutzen. Komm, das Badezimmer machen wir zum Schluss und gehen einmal hier rüber. Das Bett ist jetzt gerade nicht gemacht, das tut mir total leid und viele meckern da ja auch immer. Ich bin aber natürlich so schlau gewesen und habe euch das gestern schon einmal gefilmt, deswegen seht ihr hier so ein paar Beauty-Shots, einmal vom Bett, ja, und dann auch hier zum Fenster hin mit diesem Teleskop, dann hier zu diesem gewaltigen Ausblick hin. Das erinnert mich ein bisschen an so, gerade auch als es gestern Abend auch so ein bisschen geregnet hat, so alte Filme, wo man so dann oben vorm Fenster sitzt, so rausguckt. Es hat so einen ganz speziellen Vibe und ich finde, das Zimmer ist sehr, sehr schön eingerichtet. Genau, schöner Fernseher von Samsung, ne? Das ist alles hier Samsung in China, also viele Fernseher sind immer Samsung. Gut, in Deutschland ja auch. Dann hast du hier diesen Fächer liegen, das darf man auch immer mitnehmen. Eine Soundbox von Bose und hierüber kann man das ganze Zimmer steuern, ne? Auch das ist eigentlich ganz schön, funktioniert auch alles super. Solche Knöpfe sind auch immer viel besser als so ein blödes Touchpad neben dem Bett, womit man dann alles digital steuern kann. Hier dann eins der 30 Fosswasser, die hier irgendwo im Zimmer rumstehen. Und hier weiß ich auch nicht. Das hatte ich heute Nacht zwischen meinen Beinen irgendwie plötzlich, dieses Achso, das ist eine Face Mask. Heute ist Sonntag, das haben sie mir als Erinnerung nochmal aufs Bett gelegt, falls ich es vergessen sollte. Ja, echt schön, tolle Beleuchtung, gefällt mir gut. Hier auch die Wände mit diesem geiles Design. Ja. Holz, die Farben gehen alle schön ineinander über mit der Holzoptik. Dann hier die Steine. Hier hast du eine Vase stehen. Sieht ein bisschen aus wie ein Die Kamera gehört jetzt nicht zum Interieur, die gehört mir. Und ein paar Hefte. Wo waren wir denn schon? Ach, im Oman gibt es jetzt auch einen Mandarin. Bangkok, Paris, Oman, Wien, Mailand, Dubai. War ich noch in keinem. Naja, irgendwann bestimmt mal. Genießen wir mal einmal schön den Ausblick. Ist gerade nämlich extrem sonnig. Tolles Wetter heute in Shenzhen. Also wirklich, ich komme immer noch nicht so ganz drauf klar, dass ich einfach in Shenzhen bin. Ja? Hier kamen früher meine ganzen Wish-Pakete her. Das ist das 5. höchste Gebäude der Welt. Es wirkt irgendwie alles so, ich sag mal so, ich bin ja jetzt schon ein paar Tage hier und man gewöhnt sich total so an diese ganzen Hochhäuser. Das ist alles dann so voll normal und nichts Besonderes mehr. Man stumpft halt total ab. Das hatte ich schon einmal vor 9 Jahren, als ich dann zum ersten Mal in New York war, nachdem ich von Frankfurt immer so beeindruckt war. Und dann kommst du so wieder und denkst dir, ja, die sind ja also... Wahrscheinlich ist das höchste Gebäude in Frankfurt ungefähr so hoch wie das da.
Und das ist ja eher ein kleines Gebäude hier. Was mir an Shenzhen aber wirklich gut gefällt, ist erstmal das Klima. Man ist ja hier ziemlich weit südlich in China. Und auch diese ganzen grünen Parks hier zwischen. Shenzhen ist unglaublich grün und macht einfach, so ein bisschen erinnert es mich tatsächlich sogar an Singapur. Und ich hoffe einfach, die bleiben hier auch bei so einer grünen Lösung und bauen nicht einfach alles stumpf mit Beton zu, weil die Stadt ist ja schon unfassbar am Wachsen. Hier gab es ein bisschen was zur Begrüßung. Schauen wir uns mal eben an. Einmal haben wir hier eine Karte mit meinem Namen drauf, sogar in Handschrift draufgeschrieben. Wow, und hier mit so einem richtigen Briefkopf veredelt. Wunderschön. Da fühle ich mich jetzt fast schon schlecht, das aufzumachen. Alles per Hand geschrieben. Dear Mr. Alex, ich weiß nicht so ganz, was da steht. Wahrscheinlich on behalf of Amex, welcome to Mandarin Oriental Shenzhen, visiting a wonderful stay with us. Weil Jonas hat wahrscheinlich über Amex gebucht. Ist auch manchmal gut, wenn er keine Amex hat, bucht einfach wie immer bei Sweetspot, ne? Super Sache. Das Hotel kann man auch über Sweetspot buchen, dann hast du ähnliche Vorteile, Hotelguthaben, Upgrade, Check-in, Check-out, Willkommensgeschenk. Was haben wir denn hier? Ein paar Früchte, eine Traube und ich glaub's nicht, die ersten Macarons in China. Ich dachte, hier gibt's keine Macarons, aber ist Quatsch, natürlich. Und das hier ist, ist das Alkohol? A traditional Chinese dessert soup. Eine Suppe mit Pilzen? Fühle die Weichheit des Getränks und veröffentliche die Spannung der Reisen. Also ich habe jetzt einfach übersetzt. Ich weiß nicht so ganz. Schmeckt tatsächlich sogar ein bisschen süß. Aber ja, auch nach Pilzen. Sehr interessantes Getränk. Und hier gab es auch noch ein Fläschchen. Hier haben wir Sparkling Tea Saicho. Das ist aber kein Alkohol. Ja. Non-alcoholic. Wenn du irgendwas brauchst, machst du das hier übers Tablet. In-Room Dining. Kurz einmal den Cola Zero Index checken. Ungefähr 5,50 €. Das ist okay. Ja, also natürlich für China ziemlich teuer, aber wenn man es jetzt weltweit mit meinem Cola Zero Index vergleicht, ist es okay. Achso, das hier habe ich eben vergessen. Guck mal, die Minibar-Ecke. Wir haben hier oben sind da, nee, das ist nur Zierde. Hier haben wir 2 Whiskys. Earl Old Fashioned. Hier haben wir die Preisliste. Also complimentary ist die Minibar nicht. Hier das Vosswasser ist natürlich alles mit drin. Kaffeemaschine. Schauen wir mal einmal hier rein. Ja. Qingdao Bier. Asahi Bier. Das ist eigentlich mein Lieblingsbier, auch wenn es jetzt, also ist ja aus Japan, aber das trinke ich ganz gerne. Coke Zero. Ja, sieht doch schön aus. Hier haben wir dann vielleicht noch ein paar Snacks. Nee. Ah, nee, hier. Wow, guck mal. Toblerone. Also sowas Schokoladiges hatte ich hier in China noch gar nicht. Was ist das denn? Vielleicht eine Pralinenbox oder so? Sieht ja schön aus mit dem Branding, ne? Naja, so jetzt geht's hier einmal noch um die Kurve. Wobei, schaut mal, einmal muss ich ja eigentlich mal hier reingucken. Das ist gar nicht mal so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat. Du guckst hier von oben rein und musst das dann hier so leicht scharf stellen. Und dann kannst du halt in die Ferne gucken. Wobei das in erster Linie hier wahrscheinlich auch zur Deko steht, weil so ganz klar ist der Blick jetzt für mich dadurch nicht. Aber schon geil, dass das hier steht, finde ich, ne? Das Celestron Deluxe 80 EQ. Jo! Schönes Bild und jetzt passt mal auf, das gefällt mir auch richtig gut, hier das Badezimmer mit einer Dusche, mit Fenster, ja. So, guck mal hier, Riesenspiegel, hier haben wir dann die Amenities, Dental Kit, Kamm, Shower Cap. Eine Sache, die ich euch auf jeden Fall ans Herz legen muss, falls ihr mal in einem Mandarin Hotel sein solltet, hier gibt es überall diese Body Lotions und die riechen so unfassbar gut und fühlen sich so gut an. Also nehmt ihr auf jeden Fall mit. Am besten einstecken, dann kriegt ihr am nächsten Tag wieder eine neue, wieder einstecken, wenn ihr halt mehrere Tage da seid. Super Sache. Hier haben wir dann noch, ich glaube, einen Dyson-Föhn wahrscheinlich wieder. Jo, genau. Eine Badewanne. Also es ist wirklich ein geräumiges Badezimmer. Und hier ist die Dusche. Hier habe ich auch eben einmal schon schnell geduscht. Sehr, sehr angenehm und hast halt auch diesen tollen Ausblick über Shenzhen, ne? Also das Hotel hier ist auf jeden Fall ein absolutes Erlebnis und muss man wahrscheinlich sagen, ist eins der besten Mandarin Hotels der Welt. Liegt aber auch am Service. Du hast ja so viel Auswahl an was man essen kann, was man machen kann und überall arbeiten so viele Leute. Das muss man auch einfach sagen. In China sind Arbeitskräfte ja ein bisschen günstiger als bei uns in Deutschland oder in Europa und hier wird sich um alles so schnell gekümmert. Das merkt man absolut und fühlt sich als Gast natürlich sehr angenehm an, auch wenn ich es nicht brauche. Ich gehe jetzt wahrscheinlich schwimmen. Vielleicht sind da 1, 2 Leute und 5 Mitarbeiter. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir mal los und sehen uns dann gleich beim Pool. Ich habe meine Mandarin-Schläppchen an, die sind auch immer sehr bequem. Und meine Bademütze auf. Ohne geht hier ja gar nichts. Und jetzt geht's schwimmen. So Leute, was geht? Ich bin am Schwimmen. Das ist wirklich der coolste Pool, den ich je gesehen habe. Schaut mal, gestern haben wir das ja schon gesehen bei der Hoteltour, wie hoch hier die Decken sind. 30 Meter, ja. Und auch das Design und so, das Licht, schon cool.
Hier gibt es noch die Experience Shower. Schaut mal. Das haben wir schon mal auch in Deutschland gesehen. Hier kannst du so verschiedene Programme auswählen, zum Beispiel Side Massage. Ja. Und damit zurück im Studio. Draußen ist es dunkel geworden und es regnet leider auch. Für uns geht es jetzt ganz nach oben in die Mo-Bar oder Mo-Bar. Wir haben uns ja eben schon ein paar Restaurants angeschaut. Und da ist es echt sehr schön. Und es gibt auch den Burger bzw. Burger Slider, wie auch immer. Und das soll besonders gut sein. Die Skyline leuchtet heute leider nicht. Also sie leuchtet schon, aber die LED-Show ist nicht. Ja, schade, weil das könnte man auch von hier sehen. Ich blende euch hier mal ein Video davon ein. Sieht schon spektakulär aus. Jonas wartet oben schon, deswegen gehen wir mal schnell hoch. Die Mo-Bar ist auch ganz oben, also 79, höher geht's nicht. Oh, boah, schön. Ah, guck mal, hier haben wir ihn doch. Moin. Moin. Na, gleicher Ausblick wie bei mir im Zimmer, ne? Hier durfte ich mir dann nochmal die LED-Show auf dem Handy anschauen. Leider war die Musik ziemlich laut, deswegen mache ich jetzt hier ein bisschen Voice-Over. So Leute, meine Sliders sind angekommen. Ja, ich hoffe, ihr könnt das halbwegs sehen. Jonas hat hier schon ein paar Nachos gegessen. Warum haben wir denn hier jetzt auch noch so einen Früchteteller bekommen? Weil ich Pearl-Mitglied bin beim Mandarin Oriental. Was heißt Das das? ist so der höchste Status, den man haben kann. Den kriegt man, wenn man von Mandarin dazu eingeladen wird. Also es ist nicht öffentlich, wie man den erreichen kann. Und warum hast du den? Weil ich in Mandarin wohne und dementsprechend echt einen Umsatz mache. Und dann habe ich den gekriegt. Und man kriegt dann in jedem Mandarin so eine Platte. Mandarin ein Geschenk vom Chefkoch, Upgrades, Guthaben im Hotel, Frühstück, Geschenk auf dem Zimmer, alles Mögliche. Essen war soweit lecker, wobei die Chinesen immer irgendwas da reintun, was nicht auf der Karte steht. Oft ist dann einfach Schwein im Essen, obwohl auf der Karte einfach nur Wagyu steht. Oder Gänseleber auf meinem Burger. Das hat mich oft sehr verwundert und war hier jetzt gerade auch der Fall, deswegen haben wir da so ein bisschen geschnackt. Boah Leute, guten Morgen. Gerade ist Sturm. Schaut mal, seht ihr das? Das Fenster knackt hier auch richtig manchmal. Ich habe gut geschlafen. Wir haben heute Tag 11, glaube ich, in China. Und das war die erste Nacht, wo ich wirklich mal vor 2 Uhr eingepennt bin und dann auch so gut fast 8 Stunden durchgeschlafen habe. Und wir schauen uns jetzt mal das Frühstück an hier im MO. Ich glaube, das wird super. Thank you. So Leute, das Frühstück ist hier im Bazaar-Restaurant. Das haben wir bestimmt gestern schon gesehen. Ah ja, ja genau. So Leute, Jonas, der hat verschlafen oder schläft noch. Fensterplatz gesichert, aber es ist wirklich gerade Regensturm. Das ist der erste richtige Sturm, den ich in China sehe. Und dadurch sieht man halt leider nicht so gut raus. Aber hier haben wir die Karte. Ich werde mir ein Croissant Egg Benedict bestellen. Und ein Bazaar French Toast. Schaut mal, hier ist das Buffet. Kannst du dir ein bisschen was an O-Saft nehmen. Sehr lecker, den habe ich gerade schon getrunken. Hier Banana Strawberry Shake. Auch geil. Und Joghurt. Kaffee wird hier frisch an der Bar gemacht. Wir waren hier ja gestern schon, haben uns das einmal angeguckt. Ist ja wirklich eine tolle Frühstückslocation, ne? Hier haben wir dann wieder die leicht chinesische Ecke, glaube ich. Die englische Ecke. Und hier hinten geht es ja auch noch weiter. Ist das auch noch Frühstück? Jo. Ja, schon nicht schlecht. Arabische Ecke gibt es auch noch. Morning Metze. Ja, da ist doch hier wirklich zum Frühstück für jeden was dabei. Ich glaube, da hinten links waren wir auch noch nicht. Noodles. Morning. Just take a look. Hier hast du Frühlingsrollen und Hühnerfüße gibt's hier auch. Chicken feet. Ja, warum nicht zum Frühstück? Morning. Where is the chicken feet? Chicken feet? This one chicken feet? Yes, yes. So there are chicken feet inside? Yes, and a little pork inside. Ah, okay, okay. Thank you. Und hier haben wir meinen wunderschönen Platz mit leckerem Cappuccino. Da verpasst der Jonas mal wieder was, ne? Ich verstehe den auch gar nicht so ganz. So tolle Hotels mit so genialem Frühstück, da geht der nie hin. Der schmeckt so wie der MJ Hotel und der war auch vorzüglich. Also sowas habe ich noch nie gegessen. Wir haben hier jetzt ein Eggs Benedict und ein Croissant. Und da vorne halt das French Toast. Sieht beides sehr, sehr gut aus. Probieren wir mal. Auf jeden Fall eine ganz gute Mischung. Gefällt mir eigentlich mit dem Croissant. Bisschen Guacamole da drüber. Dann das Ei, Balsamico und Parmesan. Schmeckt ganz gut zusammen. Lecker. Und schaut mal, das Wetter ist wieder besser. Boah, schaut mal hier, ey. Das French Toast. Eine Geschmacksexplosion. Mit so ein bisschen Crunch, mit Banane, Mandeln. Wahrscheinlich auch ungesund, aber ich bin ja nur einmal in China. Moin. Hab ich das geträumt? Oder ist hier die Welt untergegangen vorne oder Heute Morgen hat es richtig krass gestürmt. So, oder fast. Ja, ja. Es war cool. Ja, weil ich habe das nur so im Halbschlaf realisiert, dass irgendwie alles weiß war
man nicht mal rausgucken konnte und das so richtig geklatscht hat. So, wir haben jetzt hier Lunch im Mandarin. Auch wieder mit tollem Ausblick. Zieht sich wieder ein bisschen zu. Für mich gibt's Burrata. Ich habe nämlich noch eben gefrühstückt. Ja. Kommen wir am Ende wie immer zur Bewertung. Ich wäre gerne noch länger geblieben, für uns ging es dann aber weiter nach Guangzhou. Starten wir beim Zimmer, eine absolute 10 von 10. Was will man da groß meckern? Ein traumhaftes Zimmer, super detailreich und eines der schönsten Zimmer, in denen ich bis jetzt übernachtet habe. Essen war gut, Frühstück war hervorragend, alles weitere war in Ordnung mit ein paar Experimenten. Service auch, absolute 10 von 10. Klar, wir hatten nochmal diesen extra Bonus dank Jason, der uns wirklich viel gezeigt hat, aber ich bin mir auch zu 100% sicher, dass sich um alle anderen Gäste im Hotel super gekümmert wird, die jetzt nicht unbedingt Jonas heißen. Es ist halt einfach ein Mandarin und da muss das auch so sein. Abenteuererlebnis auch sehr cool, es ist enorm hoch, es gibt viel zu sehen, tolle Aussicht und es ist einfach spektakulär. Preis-Leistung fand ich okay, es ist schon ein recht teures Hotel für China. 440 € pro Nacht habe ich bezahlt, für das kleinste Zimmer, allerdings auch mit $100 Hotel-Credit. Diese $100 sind wir auch beide nicht losgeworden, Frühstück ist ja auch mit inklusive. Der Burger oben hat 28 € umgerechnet gekostet, extrem teuer für China, aber es ist halt nun mal auch ein Luxushotel. Am Ende komme ich auf eine solide 9,0 von 10 Punkten. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ein Video kommt noch aus Shenzhen. Abonniert den Kanal, checkt Trade Republic aus und haut rein. Ciao, ciao.